August 2012. Ich stand auf 5 Hektar Tomatenfeld und sah zu, wie sie eingingen. Nicht aus Vernachlässigung, aus dem Gegenteil. Ich hatte drauf Schläuche in jeder Reihe verlegt, Druckregler, Inline-Filter, Timer, die ich vor Sonnenaufgang einstellte. Das Wasser lief. Die Leitungen waren wohl. Die Pflanzen rollten sich trotzdem ein, ließen die Köpfe hängen und wurden grau wie altes Papier. Das war der Sommer, in dem ich aufhörte, ein Wasserproblem lösen zu wollen. Denn ich hatte kein Wasserproblem. Ich hatte ein Bodenproblem. Und alles, was ich aufgebaut hatte, jeder Meter Hauptleitung, jeder Tropfenmeter, jedes aufgebesserte Hochbeet war zur Infrastruktur. Die auf einem System stand, das schon kaputt war, bevor ich das erste Samenkorn in die Erde steckte. Mein Name ist James Calloway. Ich bewirtschafte Seit 3.000 Jahren 19 Hektar, im Shenandoah Valley, in Virginia. Hauptsächlich Tomaten, Paprika, Winterkürbis und Trockenbohnen. Regionale Märkte und eine Gemüsekiste, die uns ehrlich gehalten hat, was Qualität angeht. Ich habe 2 Brunnen auf diesem Grundstück gebohrt, Ernten verloren durch Spätsommerhitze, durch meine eigene Selbstüberschätzung. Ich habe mehr Geld für Bewässerungsanlagen ausgegeben, als ich laut aussprechen will. Vor 7 Jahren fing ich in Tropfschläuche aus dem Boden zu sehen. Heute bewässern wir weniger als 2 Hektar von der ganzen Farm. Der Rest wächst mit Regenwasser. Heuer ist, was sich geändert hat. Lasst mich beschreiben, was die meisten von Jok gerät machen. Ihr gießt alle 2 Tage. Wie leicht jeden Tag. I am Julie. Ihr habt Tropfschläuche, Perlschläuche, einen Timer. Ihr wechselt die Batterie jeden Frühling. Ihr habt Kompost eingearbeitet, Hochbeet gebaut. Jemand hat euch gesagt, aufgebesserter Boden hält Festigkeit besser. Also habt ihr ihn aufgebessert, und der Boden trocknet trotzdem aus. Ihr kommt nach 2 Tagen nach Hause und die Tomaten hängen schlapp. Ihr holt den Schlauch, sie erholen sich. Ihr macht es in 48 Stunden wieder. Ich habe das die ersten 12 Jahre auf diesem Grundstück gemacht. 12 Jahre lang, Hauptleitungen und Seitenleitungen über 6 Hektar verlegt. Druckregler, Tropfschläuche durch jede Reihe, das ganze System. Und wenn es funktionierte, war es in Ordnung. Wenn eine Leitung platzte in einem trockenen August. Wenn der Brunnendruck absackte, wenn ich übers lang Wochenende wegfuhr, verlor ich jedes Mal Ernte. Will das ganze System zusammenbrach. Will das ganze System davon abhing, dass ich auftauchte. Hier ist der Teil, den mir niemand gesagt hat. Mein Bewässerungsplan trainierte mein Pflanzen, hilflos zu sein. Jedes Mal, wenn ich Wasser von oben nach festem Zeitplan lieferte, blieben die Wurzeln flach, 5 cm tief, vielleicht 10. Sie hatten keinen Grund, tiefer zu gehen, weil das Wasser immer an die Oberfläche kam. Und flache Wurzeln trocknen aus in dem Moment, wo man einen Tag verpasst. Sie können die Feuchtigkeit nicht erreichen, die 20, 25, 30 cm tief sitzt, wo die echten Reserven sind. Ich habe diese Abhängigkeit in den Boden gegossen. Saison für Saison habe ich sie aufgebaut. Dann habe ich sie aufrechterhalten mit Ausrüstung und Zeit und einer Wasserrechnung, die jeden trockenen Sommer stieg. Ein typischer Hausgarten verbraucht im Sommer 5.000 bis 7.500 Liter pro Monat. Bei durchschnittlichen kommunalen Tarifen sind das 45 bis 70 Euro im Monat. Dazu die Ausrüstung. Perlschläuche, die verstopfen, Emitter, die ausfallen, Timer, die ersetzt werden müssen. Dazu die Zeit, 30 Stunden pro Saison, mindestens. Nur für die Bewässerung. In meinem Maßstab werden die Zahlen größer, aber die Rechnung ist dieselbe. Ich gab echtes Geld und echte Stunden aus, ein System aufrecht zu erhalten, das auf einem Fehler basierte, den ich noch nicht benannt hatte, und dann kommt die Dürre. Ihre Gemeinde kündigt Bewässerungsbeschränkungen an. Euer Brunnendruck sinkt,
Ihr fahrt in Urlaub, das Ganze versagt. Weil das Ganze erfordert, dass ihr weiter auftaucht mit Wasser von irgendwo anders. Nehmt du aus selbst aus der Gleichung und die Pflanzen sterben. Das ist kein Anbau. Das ist Wasserlieferung. Der Sommer 2012 war der Sommer, in dem ich das endlich verstand. Hier ist, was ich so lange gebraucht habe, es zu begreifen. Die meisten Grundstücke bekommen genug Jahresniederschlag, Nahrung ohne zusätzliche Bewässerung anzubauen. Das Problem ist nicht die Regenmenge. Das Problem ist Boden, der nicht halten kann, was auf ihn fällt. Regen trifft die Oberfläche, läuft ab, verdunstet. Was nicht abluft, trocknet innerhalb von 48 Stunden aus. Euer Boden hat kein Gedächtnis. Nimmt Wasser auf und verliert es sofort. Ihr füllt ihn wieder auf, verliert es wieder. Der Kreislauf geht weiter, weil sich das Design nie ändert. Das ist ein Designproblem, kein Dürreproblem, kein Klimaproblem, ein Designproblem. Ich fing vor etwa 9 Jahren an über japanische Trockenenbaumethoden zu lesen. Bauern in dürregefährten Regionen von Honshu und Kyushu, in Nagano, in Shizuoka, in Niigata, boten seit 3.000 Jahren Nahrung ohne Bewässerung an. Dieselben Sommerhitzemuster wie Virginia. Dieselben Trockenperioden, im Juli und August. Dieselben Niederschlagsdefizit. Anderer Boden, andere Ergebnis. Sie beobachteten über Generationen, wie Regen auf ihre Felder fiel. Sie beobachteten, welche Parzellen 2 Wochen nach einem einzigen Sturm feucht blieben und welche in 3 Tagen austrockneten. Sie fragten warum. Die Antwort war nicht Glück. Die Antwort war Bodenstruktur, Bodenbedeckung und Wurzelarchitektur. Sie boten Boden, der Regen auffängt und tief hält. Sie boten Bodengedächtnis. Was sie entwickelten, ist nicht kompliziert. Wir integrierte Elemente. Wenn man sie kombiniert, wird der Boden zu einem Reservoir. Ich für joch durch jedes Einzelne. Das erste Element ist tiefe Mulcherhaltung. Traditionell japanische Trockenenbauer halten 10 bis 15 cm organischen Mulch über jedem Beet zu jeder Seite. Nicht ein dekorativer Zentimeter, nicht eine leichte Streuung von Stroh. Eine dichte, durchgehende Decke aus Reispelzen, getrockneten Blättern, gehäckseltem Pflanzenmaterial, dick aufgelegt und dick gehalten. Die ganze Saison. Dieser Mulch macht 3 Dinge gleichzeitig. Blockiert Verdunstung. Nach der Boden verliert bis zu 70% seiner Oberflächenfeuchtigkeit innerhalb von 24 Stunden nach Regen. Gemulchter Boden verliert fast nichts. Isoliert die Oberfläche, hält sie kühler in der Sommerhitze. Reduziert den temperaturgetriebenen Feuchtigkeitsverlust der Flasche Wurzeln in Trockenperioden tötet. Und füttert die Bodenbiologie von oben. Würmer und Mikroben bauen ihn von unten ab. Schaffen eine krümelig, poröse Struktur, die Niederschlag schnell aufnimmt und tief hält, statt ein von der Oberfläche abzustoßen. Die ersten Beete, die ich auf dieser Farm umstellte, waren die zuerst Ergebnisse zeigten. Ein nasser Mai vor 2 Jahren. Und diese Beete waren Ende Juli noch bearbeitbar feucht, ohne ein einziges Bewässerungsereignis. Ich habe dieses Muster 5 aufeinanderfolgende Saisons auf den ältesten umgestellten Beeten gesehen. 0, wenn ihr Gartenabfall, Stroh oder getrocknete Blätter habt, ein Nachmittag, ein ganzes Beet zu belegen. Danach erhält sich das System selbst. Das zweite Element ist Wurzelarchitektur ohne Bodenbearbeitung. Und das ist das Schwerste für Leute aufzuhören, weil es bedeutet, etwas zu lassen, was uns beigebracht wird. Jedes Mal, wenn ihr eine Fräse laufen lasst, zerstört ihr die Mieselnetzwerke, die durch euren Boden laufen. Pilzfäden, die als biologisches Wasserverteilungssystem funktionieren. Sie bewegen Feuchtigkeit von gesättigten Zonen zu trockenen Zonen. Sie werben den Wurzeln mit Wasserquellen 20 bis 30 cm unter der Oberfläche. Ein einziger, quadratfuß gesunder, ungestörter Boden enthält Kilometer dieser Fäden.
Ein Durchgang mit einer Motorhacke löscht sie komplett aus. Ihr fangt jeden Frühling von vorn an. Ich habe diesen Boden die ersten 8 Jahre gefressen. Jeden Frühling wendete ich ihn, arbeitet Kompost ein, pflanzte in ein fluffiges Saatbett. Es sah richtig aus. Es fühlte sich produktiv an. Ich setzte die Biologie meines Bodens jedes einzelne Mal zurück. Die ältesten Unbearbeiteten Beete auf diesem Grundstück wurden seit 11 Jahren nicht umgegraben. Ich habe diese Beete Mitte Juli, neben einer wachsenden Pflanze aufgebrochen und dunkel, krümelig, feuchte Erde 20 Zentimeter tief, gefunden nach 3 Wochen ohne Regen. Diese Feuchtigkeit kam nicht aus einem Schlauch. Sie kam aus der eigenen Biologie des Bodens. Die Arbeit leistet, die ich fast ein Jahrzehnt lang jeden Frühling zerstört hatte. Keine Bodenbearbeitung heißt nicht keine Bodenvorbereitung. Ihr pflanzt in ungestörten Boden mit einem Pflanzholz oder Pflanzkel. Ihr bringt Kompost als Kopfdüngung auf, ohne ihn umzudrehen. Die Biologie arbeitet ihn von unten ein. Der Boden verbessert sich jede Saison. Ihr lasst ihn in Ruhe. Null. Ihr hört auf, Zeit und Treibstoff für etwas auszugeben, das euch zurückgeworfen hat. Das dritte Element sind Begleitpflanzen für den Wasserkreislauf. Und das sind kein Begleiter einem dekorativen Sinn. Sie sind Infrastruktur. Tiefwurzelnde Pflanzen funktionieren als biologisch Pumpen. Bienenwell schickt Wurzeln 1 bis 1,5 Meter in den Unterboden. Zieht Feuchtigkeit durch sein Wurzelsystem hoch und gibt sie ins Mikroklima ihre Pflanzen ab. Die Konretik bohrt durch vertikalen Boden und öffnet Kanäle, damit Regen in tiefer Schichten wandern kann. Klett macht dasselbe. Sie bewegen Wasser vertikal durch Zonen, die ihre Oberflächenbewässerung nie erreicht. Vor 8 Jahren pflanzte ich Bienenwell, an den Rändern von 12 Beeten auf dieser Farm. Diese ursprünglichen Pflanzen sind immer noch da. Ihre Wurzelsystem sind jetzt tiefer, als ich graben kann. Die Beete, die sie umranden, halten Feuchtigkeit messbar länger als die nicht umrandeten Beete. Während derselben Trockenperioden. Ich hörte auf, sie als Pflanzen zu betrachten. Sie sind Teil des Bodensystems. Pflanzt sie einmal entlang der Beetränder oder zwischen Pflanzenreihen. Sie kommen jede Saison zurück. Sie bohren jedes Jahr tiefer. Das System verbessert sich, während sie wachsen. Ein Cementochen pro Sorte. Sehen, vielleicht 15 Euro insgesamt. Ein Nachmittag. Danach arbeiten sie, unbegrenzt von selbst. Das vierte Element ist regenerierte Beetgeometrie. Es ist die einfachste Änderung und die meisten Leute nicht in Betracht gezogen haben. Traditionell japanische Bauern formen Pflanzreihen mit einer leichten Innenwölbung. Breit und flach, so dass die Mitte des Beets minimal tiefer liegt als die Ränder. Regen, der auf das Beet fällt, fließt nach innen zur Wurzelzone, statt an den Seiten abzulaufen. Auf einem flachen Beet breitet sich Niederschlag nach außen aus und läuft ab. Auf einem gewölbten Beet sammelt sich nach innen, direkt über den Wurzeln, genau da, wo hin muss. Auf abschüssigem Land macht Konturpflanzung dasselbe in größerem Maßstab. Ihr baut keine Terrassen. Ihr formt die Oberfläche, beste Hände, Beete, aufzufangen, was auf sie fällt. 10 Minuten pro Beet. Mit einer Hacke. Ihr macht es einmal pro Saison. Eine kleine Änderung in der Geometrie bedeutet, dass deutlich mehr von jedem Regenereignis in der Wurzelzone bleibt. Wenn ihr alle 4 Elemente kombiniert, ändern sich die Zahlen auf eine Weise, gegen die man schwer argumentieren kann. Forschung zu gemulchten, unbearbeiteten, Beeten siegt durchweg eine Bodenfeuchtigkeitsspeicherung, die dreimal höher ist als bei bearbeiteten, ungemulchten, Beeten unter identischen Niederschlagsbedingungen, dreimal länger, bevor der Boden austrocknet. Dokumentierte japanische Trockenanbauflächen in Shizuoka und Nagano zeigen Ernteerträge, die mit bewässerten Nachbarfeldern während derselben trockenen Sommerperioden vergleichbar sind. Nicht reduziert, vergleichbar. Ohne ein einziges Bewässerungsereignis. Auf dieser Farm war die Veränderung allmählich und dann plötzlich. Jahr 1 der Umstellung 1.
Beats bemerkte ich, dass ich Bewässerungen auslassen konnte. Da ich aus Gewohnheit gemacht hatte, nicht aus Notwendigkeit. Jahresweit trugen diese Beete durch eine zweiwöchige Trockenperiode, im August. Allein aufgespeicherter Bodenfeuchtigkeit. Ich zog die Tropfschläuche komplett aus den umgestellten Abschnitten. 17 von 19 Hektar wachsen mit Regenwasser. Meine Wasserkosten sanken etwa 3.500 Euro pro Jahr. Die über 30 Stunden pro Saison, die ich früher mit Bewässerungsmanagement verbrachte, gehen in andere Arbeit. Letzten Juli galt eine Wohnung für diesen Landkreis. Nachbarn ließen Bewässerung rund die Uhr laufen. Ich ging am Ende der zweiten trockenen Woche durch meine umgestellten Beete und steckte einen Finger 10 Zentimeter in den Boden neben einer Tomate. Immer noch feucht, dunkel. Die Art Erde, die zusammenhält, wenn man sie drückt. Das war kein Glück, das war das System, das funktionierte. Hier ist, wo ihr anfangt. Und ich meine diese Woche, nicht nächste Saison, wählt ein Beet. 1. Legt 10 bis 15 Zentimeter Stroh oder getrocknet Blätter über die ganze Oberfläche, fresst es nicht zuerst. Pflanzt direkt ins gemüllte Beet mit einem Pflanzholz oder einer Pflanzkelle. Gießt zum Anwachsen. Dann steckt euren Finger 5 Zentimeter in den Boden, bevor ihr wieder gießt. Wenn noch feucht ist, lasst es. Lasst diesen Moment aus, wo ihr aus Gewohnheit gegossen hättet, und tut es nicht. Das ist das erste Signal, dass das System funktioniert. Im zweiten Monat pflanzt Beinwell oder Daikon entlang der Beetränder. Formt die Oberfläche mit einer leichten Innenwölbung mit einer Hacke. Beobachtet, wie der Boden auf den nächsten Region reagiert. Ihr werdet eine ganze Woche Bewässerung während einer Trockenperiode auslassen und den Boden in 10 Zentimetern Tiefe noch bearbeitbar feucht finden. Ihr werdet merken, dass ihr jahrelang nach Zeitplan gegossen habt, nicht nach Bedarf. Dieses Beet läuft mit Regenwasser, unter 10 Euro, ein Nachmittag. Der Rest ist Geduld und Beobachtung, was wirklich alles ist, was Landwirtschaft war. Was Japanische Bauern verstanden, und was mich 12 Jahre und ein Tots, 5 Hektar Tomatenfeld, kostete zu akzeptieren, ist, dass Wasser nicht knapp ist. Es fällt jede Saison vom Himmel, genug davon. Das Problem ist, ihr habt Boden gebaut, der es nicht halten kann. Ihr habt Pflanzen gebaut, die es nicht finden können. Ihr habt ein System gebaut, das euch dreimal die Woche mit einem Schlauch nach draußen zieht, beide Fehler zu kompensieren. Ich habe dasselbe über ein Jahrzehnt gemacht und es gut Landwirtschaft genannt. Hört auf, ein Wasserproblem zu lösen, das ihr nicht habt. Baut Boden, der Regen wochenlang hält. Ein Beet diese Saison. Der Boden macht den Rest.